In diesem Video geht es darum, diesen Indikator hier zu handeln. Es handelt sich um den Variable Index Dynamic Average Indikator. Der wird hier automatisch gehandelt. Wir haben bereits eine erste eröffnete Position und wir wollen uns einmal anschauen, wie man in MQL5 einen eigenständig handelsfähigen Expert Advisor in wenigen Minuten programmieren kann. Um das zu tun, klicken Sie bitte im MetaTrader hier oben auf diesen kleinen Button oder drücken die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier wählen wir Datei, Neu, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simpler EVDR Standalone EA, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles gelöscht werden, was sich hier oberhalb der Untick-Funktion befindet. Auch die beiden Kommentarzeilen können entfernt werden. Wir beginnen damit, dass wir hier oben mit dem Include-Befehl die Datei TradeMQH importieren. Die gehört zum Lieferumfang von MQL5 dazu. Danach erstellen wir uns hier eine Instanz von der Klasse cTrade. Die bekommt den Namen Trade und wird uns einige Handelsfunktionen zur Verfügung stellen, die wir später nutzen, um Positionen zu eröffnen. Dafür brauchen wir erst einmal den Ask und den Bitpreis. Die ermitteln wir mit der Funktion SymbolInfo_Double. Die kann den Wert für diverse Eigenschaften eines Währungspaares zurückliefern. Und hier sehen wir, SymbolBit ist für den Bitpreis und SymbolAsk ist für den Askpreis. Wenn Sie einmal ein Währungspaar anklicken, dann sehen Sie hier, wir haben zwei Preislevel. Der rote Preis hier ist der Askpreis, der blaue Preis hier ist der Bitpreis. Das dazwischen ist der Spread, an dem der Broker verdient. Wenn wir etwas kaufen, bekommen wir immer den etwas teureren Ask-Preis berechnet und wenn wir etwas verkaufen, erzielen wir nur den etwas niedrigeren Bitpreis. Wir ermitteln mit Unterstrich-Symbol den Ask-Preis für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart und mit Normalized Double und Unterstrich-Digit sorgen wir dafür, dass wir entweder 5 oder 3 Nachkommastellen berechnen, je nachdem welches Währungspaar auf dem Chart sich gerade befindet. Das gleiche machen wir unten nochmal für den Bitpreis. Außerdem benötigen wir noch eine String-Variable für unser Signal. Wir vergeben auch den Namen Signal. Der Wert ist hier noch leer, denn der wird noch ermittelt. Jetzt brauchen wir noch ein Preisarray. Das soll unsere Preisdaten aufnehmen. Und wir erstellen es mit der Funktion MQL_Rates. Die hat die Informationen über Preise, Volumen und Spread für uns. Mit der Funktion ArraySetAsSeries sortieren wir unser Preisarray von der aktuellen Kerze an abwärts. Und mit CopyRates füllen wir unser Preisarray mit Daten für das aktuelle Währungspaar und die auf dem Chart aktuell ausgewählte Zeiteinheit. Wir starten mit der aktuellen Kerze 0. Und brauchen Daten für 3 Kerzen. Das reicht uns. Danach brauchen wir noch ein EA-Array für die Werte von unserem Expert Advisor. Auch das sortieren wir mit ArraySetAsSeries. Und jetzt kommt die eigentliche Definition. Die erstellen wir mit dieser eingebauten Funktion IVIDYA. Die liefert uns den Wert für den Variable Index Dynamic Average Indikator zurück. Wenn man sich das hier einmal kurz anschaut, dann gibt es für jeden Punkt auf dieser roten Linie einen Wert, hier zu sehen als Value. Und alle diese Werte zusammen ergeben dann die Linie. Das ermittelt diese Funktion, die braucht noch ein paar Parameter. Auch hier wieder das aktuelle Währungspaar auf dem Chart, die aktuell ausgewählte Zeiteinheit. Und hier haben wir eine 9, eine 12 und eine 0. Und wenn wir auf Einfügen, Indikatoren, Tendenz, Variable Index Dynamic Average klicken, dann finden wir hier eine CMO-Periode mit dem Wert 9, eine EMA-Periode mit dem Wert 12 und eine Verschiebung von 0. Das sind die Standardwerte für diesen Indikator. Und das ist auch das, was wir hier verwenden. Ermitteln möchten wir unsere Ergebnisse anhand des Schlusskurses. Und jetzt nutzen wir die Funktion CopyBuffer, um anhand von unserer EVDR-Definition, die wir hier oben getroffen haben, für Buffer 0, also die erste Signallinie unseres Indikators,
von der aktuellen Kerze 0 für 3 Kerzen die Daten in unserem EA-Array zu speichern. Danach können wir unseren Wert ermitteln, indem wir auf die aktuelle Kerze 0 in unserem EA-Array zugreifen. Dadurch bekommen wir hier dieses aktuelle Ergebnis für die letzte Kerze. Und wenn der Wert sich über dem letzten Schlusskurs befindet, wenn also unser Ividia Value größer ist als der Schlusskurs von Kerze 1 in unserem Preisarray, dann wäre das ein Kaufen-Signal und wir weisen den Wert Kaufen unserer Signalvariable zu. Im anderen Fall, wenn unser Wert unterhalb von dem Schlusskurs für Kerze 1 aus unserem Preisarray liegt, dann ist das ein Verkaufen-Signal und dann wird der Wert Verkaufen auch unserer Signalvariable zugewiesen. Und wenn unser Signal den Wert Verkaufen hat und die Funktion PositionsTotal kleiner ist als 1, das wäre der Fall, wenn wir keine geöffneten Positionen haben, dann nutzen wir Trade.Sell, um 10 Microlot zu verkaufen. Im anderen Fall, wenn das Signal auf Kaufen steht und wir ebenfalls keine geöffneten Positionen haben, dann nutzen wir Trade.Buy, um 10 Microlot zu kaufen. Zum Schluss erstellen wir uns noch eine Ausgabe auf dem Chart, das macht der Command-Befehl. Der gibt uns den Text aus, das aktuelle Signal ist, gefolgt von dem von uns ermittelten Signal. Das war's soweit. Klicken wir hier oben auf Kompilieren oder drücken die F7-Taste. Dann sehen wir, dass wir hier einen Fehler gemacht haben. Hier fehlt ein Semikolon. Wiederholen wir das nochmal. Dann geht das hier ohne Fehler ab und dann können wir hier oben klicken oder F4 drücken, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Hier wählen wir die neu erstellte Datei aus, markieren hier die Option für die Visualisierung und starten unseren Test. Und da haben wir auch schon unsere erste geöffnete Position. Sie sehen, hier oben werden Signale für Kaufen und Verkaufen ausgegeben. Und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie den Variable Index Dynamic Average Indikator automatisieren können, sodass er eigenständig Positionen eröffnet. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.